Mein Name ist Tobias Hartgemeier und ich habe den CSA-Hof Pente mitgegründet. Mich hat dabei vor allen Dingen die Frage bewegt, wie können wir eine neue Beziehungskultur entwickeln. Ja, wenn wir auf diese Geiz-ist-geil-Mentalität schauen, die ja in jedem ein bisschen drin steckt, denke ich, bringt uns das in Zukunft nicht wirklich sehr viel weiter im Miteinander und auch nicht in Bezug auf die Umwelt. Und da finde ich CSA einfach eine geniale Idee. CSA steht für eine weltweite Bewegung und bedeutet Community Supported Agriculture, übersetzt gemeinschaftsgetragene Landwirtschaft und im Deutschen auch solidarische Landwirtschaft genannt. Und die Grundidee ist, dass der Hof eine Gruppe von Leuten, die um den Hof sich bildet, ernährt und dass diese Menschen um den Hof, diese Mitglieder, den Hof finanziell tragen. Das heißt, einmal im Jahr wird über Geld gesprochen und da wird dargestellt, was kostet eigentlich der Erhalt der Vielfalt. Und da steht nicht mehr im Mittelpunkt, was kostet 1 Kilogramm Kartoffeln. Das ist ein irrealer Preis, weil der von Spekulationen und Subventionen geprägt ist, aber nicht die Vielfalt in der Zukunft und die Fruchtbarkeit darstellen kann. So stellen wir bei CSA eben das Jahresbudget den Mitgliedern vor und gucken, wie können wir das mit den Mitgliedern decken. Was mich am meisten fasziniert an dem CSA-Gedanken, ist einfach als Produzent, der ich ja bin, die Wertschätzung der Lebensmittel. Dass ich produzieren kann und weiß, sie werden geschätzt. Ich habe den direkten Kontakt zu den Mitgliedern und kriege in der Regel positive Rückmeldungen, dass ich einfach die Wertschätzung direkt spüre und dadurch, dass das Ganze ja finanziert ist, mir auch mehr Gedanken machen kann über die Qualität. Warum bin ich Mitglied hier bei diesem CSA-Projekt? Ich wollte eigentlich wissen, woher die Lebensmittel, das Gemüse, das Obst und was man sonst hier auf dem Hof noch bekommen kann, wo das herkommt. Denn die ganzen Lebensmittelskandale der letzten Jahre haben mir gezeigt, hier muss was geschehen. Und statt auf andere zu warten, haben wir uns entschlossen, hier diesem Projekt beizutreten. Und jetzt weiß ich, wo meine Lebensmittel herkommen. Ich bin hier hingekommen, weil ich das in der Zeitung gelesen habe, hier im Hof. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich hier bin, weil ich so viel im Fernsehen sehe und höre über Zutaten, die in allen möglichen Sachen sind. Die muss ich aber nicht haben. Also koche ich mein Gemüse und backe mein Brot und meinen Kuchen selber. Die Schafe umgetrieben. Eine und Nacht ausgebüxt. Dann wurden sie auf die Standweide getrieben. Jetzt haben wir neu gesteckt. Jetzt bleiben sie da hoffentlich ein bisschen. Viele haben erst durch die Mitgliedschaft hier bei uns biologische Lebensmittel kennengelernt und machen sich jetzt Gedanken zum Lebensmittelanbau, zur biologischen Vielfalt und merken jetzt, dass sie was bewegen können. Und das zeigt ganz deutlich, dass wir andere Lösungen brauchen für Landwirtschaft, dass es ein Miteinanderarbeiten geben muss zwischen Landwirten und Verbrauchern, zwischen Jung und Alt. Es braucht neue Lebenslерnorte, auf denen man sowas gestalten kann, erfahren kann. Die Kinder und die Jugendlichen, die in so eine Gemeinschaft hineinwachsen, die könnten diese anderen Lösungen finden. Und das Wichtigste, was diese jungen Leute brauchen, ist nicht ganz viel Wissen, was sie sich in der Schule da, um gute Zensuren zu kriegen, aneignen, sondern was diese jungen Menschen vor allen Dingen brauchen, das sind Erfahrungen. Erfahrungen, wie schön es sein kann, wenn man sich um was kümmert. Und dass es eigentlich nur immer gelingt, wenn man es gemeinsam tut und nicht alleine und nicht gegen die anderen. Und deshalb müssten die erwachsenen Mitbürger in solchen Gemeinden immer wieder gucken, wie sie für die jungen Leute Erfahrungsräume schaffen können,
wie sie für die jungen Leute etwas bereitstellen können, einen Rahmen schaffen können, innerhalb dessen sie dann diese jungen Menschen merken, wow, das ist toll. Wir können was bewegen, aber nicht indem wir alle gegeneinander arbeiten, sondern indem wir gemeinsam arbeiten. Und so eine gemeinschaftsbezogene Landwirtschaft ist natürlich ein wunderbares Instrument, was man dann entwickeln kann. Ein Herz oder ein Pfeil? Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie unsere Mitglieder an unsere Produkte drankommen. Hier gibt es viele Fahrgemeinschaften, an anderen CSA-Höfen gibt es Depots, die von Mitgliedern eingerichtet werden. Und dann ist freitags hier ab 15 Uhr der Abholtag und man kann sich einpacken, was man braucht, was man will. Manchmal sind Sachen eingeteilt, gerade zum Saisonstart, aber genauso gut müssen wir uns auch die Gurkenschwämmen und die Blumenkohlschwämmen auch aufteilen, also bewältigen. Brötchen auch? Ja. Was geil, haben wir diesmal Brötchen? Es ist ja auch die Frage zu stellen, was brauchen denn die jungen Leute, die in eine Gemeinschaft hineinwachsen, für das Leben im 21. Jahrhundert ganz besonders dringend. Und die eigentlich allerentscheidendste Qualifikation ist die, dass man in der Lage ist, andere zu fragen. Dass man in der Lage ist, diesen Erfahrungsschatz der Älteren gewissermaßen anzubohren. Und dass man diese unendlich vielen und reichhaltigen Erfahrungen, die ältere Mitbürger in der Gemeinde gesammelt haben, zum Teil sehr leidvoll gesammelt haben, und dass man die Erkenntnisse, die sie daraus gewonnen haben, und dass man all das Wissen und die Fähigkeiten und die Fertigkeiten, die sie sich angeeignet haben, dass man das für sich selbst nutzbar machen kann, dass man es sozusagen überträgt. So funktioniert Lernen. Hey, Dazu muss man aber auch in der Lage sein, mit Menschen, die ganz anders sind als man selbst, schon der Nachbar ist ja ein ganz anderer, in eine Beziehung zu kommen. Man muss dem anderen begegnen können. Und das lernt man nur, wenn man von Anfang an in eine Gemeinschaft hineinwächst, wo es Spaß macht, die anderen zu fragen und mit den anderen in eine Beziehung zu kommen. Und wo man vor allen Dingen auch spürt, wow, da ziehen alle an einem Strick. Die wollen alle gemeinsam etwas. Da will nicht jeder für sich etwas. Und dabei kämpfen sie gegeneinander und werfen sich gegenseitig Knüppel zwischen die Beine. Sondern das wäre die wichtigste Erfahrung, die junge Leute machen können. Wir kommen dann besonders gut voran, wenn wir diese vielen unterschiedlichen Erfahrungen, die in den einzelnen Mitgliedern unserer Gemeinschaft vorhanden sind, die im Gehirn dort verankert sind, wenn wir die uns zugänglich machen, indem wir eine Gemeinschaft bilden, die sich austauscht, wo sich die Menschen begegnen, wo die sich gegenseitig Rat geben, wo die sich gegenseitig unterstützen. Und da kommt was völlig anderes raus. Da kommt nicht nur mehr raus, das macht auch mehr Spaß. Und immer Hofkonzerte. Ständig. Wenn jemand fragt, wie viele Mitarbeiter habt ihr eigentlich, ist das eine Frage, die ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil wir eben neue Begriffe brauchen. Was sind eigentlich Mitarbeiter? Weil jedes Mitglied zum Beispiel kann hier mitarbeiten und sich einbringen und mithelfen, sodass die Arbeit und das, was man sich unter Arbeit vorstellt, eine ganz andere Bedeutung bekommt. Also wenn man es so sieht, haben wir
250 Mitarbeiter. Manche kommen einmal die Woche, zweimal die Woche, manche kommen ganz selten, je nachdem, wie es den einzelnen Leuten passt. Aber uns ist wichtig, dass man die Möglichkeit hat, etwas von dem Arbeiten an und mit und für die Erde zu erleben. Und auch, was es bedeutet, in Gemeinschaft sich um etwas zu kümmern. Wir sind also vom ersten Tag an dabei. Uns macht das sehr viel Spaß. Die ganze Sache ist sehr ökologisch, sehr ortsnah, auf jeden Fall auch gesund und saisonal bedingt. Man muss sich immer neue Gerichte überlegen. Und wir sind dabei und kaufen fast kein Gemüse zu. Wir haben die letzten 2 Jahre gar nichts dazu gekauft, außer mal Spargel, was hier natürlich nicht angebaut wird. Und man wird sehr erfindungsreich und das macht sehr viel Spaß. Ich habe gerade den spannenden Vergleich gehört, CSA ist wie die kopernikanische Revolution. Das heißt, die Lebensmittel und der Hof drehen sich nicht mehr wild überall um die einzelnen Verbraucher, sondern eine Gruppe von Verbrauchern dreht sich um den Hof. Individualisierte Gemeinschaft heißt, auf jeden kommt es an. Jeder kann eine gute Idee haben, jeder kann eine neue Lösung finden und dann kann es an die anderen weitergeben, damit alle sich auf diesen neuen Weg machen.